Ja, servus und hallo. Willkommen zum Film über unsere Bikeweek in der Maremma in der wunderschönen Toskana. Die Maremma, ein Gebiet in der südlichen Toskana, mag zwar kein Geheimtipp mehr für Biker sein, aber dennoch ein wahres Paradies, das es für uns zu erkunden gilt. In der Bike-Szene bekannte Orte wie Massa Marittima oder Punta Ala sind sicherlich keine Unbekannten. Doch diese Region bietet weit mehr als ihre berühmten Hotspots. Auf unserem Weg zu einem Bikeurlaub auf Elba sind wir bereits durch die Maremma gefahren. Und dieses Jahr haben wir über Ostern eine ganze Woche hier verbracht. Sei gespannt, ob sich der weite Weg gelohnt hat. Wir haben unsere Mountainbikes dabei und wollen mindestens an 3 Tagen biken. Am ersten Tag schlafen wir alle super lange. Die 10 Stunden Fahrt, das Schleppen der Taschen und die frische Meeresluft haben ihren Tribut gefordert. Nach dem Frühstück, in dem Fall schon nach Mittag, wollen wir eine Erkundungstour nach Punta Ala machen. Den roten Pfad unten am Meer entlang, den wollten wir ursprünglich fahren. Die anderen roten Linien, die gleich kommen, waren dann die Alternativrouten, die auch nicht zu fahren waren. Denn wir standen vor verschlossenen Toren, Verbotsschildern und dem Meer. Also sind wir schlussendlich einfach mal drauf los. Am Ende ist es dann die gelbe Strecke geworden und da nehmen wir dich jetzt mal mit. Viel Spaß dabei! In einem Bericht, den ich glaube, bei den Pushbikers über Mailand Sanremo gelesen zu haben, wurde vor Jahren mal erwähnt, wie freundlich und rücksichtsvoll die Italiener Radfahrern gegenüber im Straßenverkehr sind. Das haben wir heute dann gleich mal am eigenen Leib verspüren dürfen. Und natürlich waren wir dann auch freundlich. Ah, ein offenes Tor. Doch schon wieder eines dieser vielen Schilder. Was da wohl draufsteht? Google hilft und sagt uns, wer öffnet, freut sich, das Tor zu schließen. Ja, es war auf, wir haben es einfach mal aufgelassen und freuen uns, dass wir hier weiterfahren dürfen. Doch allzu lange fahren wir nicht mehr, denn es wird so steil, dass wir schieben müssen. Aus dem Auto haben wir braune Schneisen gesehen, die auf die Berge führen und uns gefragt, wofür die wohl sind. Jetzt wissen wir es. Zum Hochschieben des Bikes. Das werden wir wohl in diesem Urlaub noch öfter machen. Wenn du also eher nach Touren mit einem Bike-Shuttle suchst, bist du über Ostern in Finale oder am Gardasee sicher besser aufgehoben. So, endlich oben angekommen. In den ersten Tagen war das Wetter nicht besonders gut. Und wenn, dann mit extrem viel Sahara-Staub im Himmel. Aber wart es ab. Bei den nächsten Touren haben wir eine weitaus bessere Aussicht. Ha, siehst du das? Da freut sich aber jemand, dass es endlich bergab geht. Genauso wie das Wetter sind heute auch die Trails nicht so super. Im Prinzip fahren wir jetzt so eine braune Schneise wieder bergab. Da darf man gar nicht von Trail reden. Okay, der Weg ist etwas gröber und es schüttelt ganz gut. Aber Wetter und Trails werden bei den nächsten Touren deutlich besser. Also bleibt dran.
Wo nochmal lang? Da. Und dann? Dann rechts. Wer ist der Guide? Folge ich. Okay. Da tut jede kleine Pause gut. Denn auch wenn es keine anspruchsvollen Trails sind, war es doch ungewohnt und ziemlich anstrengend. Zugegebenermaßen sind wir zuletzt mehr Gravel gefahren, aber jetzt hier im Downhill auf den Enduro-Bikes, da wird dem Körper schon einiges anderes abverlangt. Vor allem Arme und Hände leiden gerade etwas. So, geschafft, heil unten angekommen. Zum Einrollen war das eine nette Runde, die wirklich Spaß gemacht hat. Am Nachmittag fahren wir noch alle gemeinsam nach Castiglione, schlendern durch die City und gehen ein leckeres Eis essen. Auch bei unserer nächsten Tour führt uns der Streckenverlauf durch Castiglione. Heute wollen wir den Natalinoa Enduro Trail fahren. Alle zusammen machen wir uns nach einem späten Frühstück bei bestem Wetter auf den Weg. Wir haben einen ganz netten Bungalow auf einem Campingplatz, der erst vor ein paar Tagen die Saisoneröffnung hatte. Andere Gäste sind so gut wie keine da. Dafür jede Menge super aggressive Moskitos, die sich wohl endlich wieder auf Touri-Frischfleisch freuen. In der Saison ist das Radfahren hier übrigens verboten. Überall hängen Verbotsschilder. Schade, die Wege sind zu schön zu fahren. Ja, Dämpfer zu machen lohnt sich hier, denn jetzt geht es erstmal rauf. Aber nicht zu steil, alles gut fahrbar und immer wieder eine nette Aussicht. Kein Vergleich zum ersten Tag. Habe ich da gerade gesagt, nicht zu steil? Jetzt auf dem Video hört sich meine Atmung aber doch schon nach Anstrengung an. Obwohl, wenn ich sehe, wie er da wieder seine Wheelies zieht, kann es ja nicht zu steil gewesen sein. Hammer. Endlich verlassen wir den Asphalt. Noch was schieben und jawohl, da ist er, der Trail-Einstieg und ab geht's. Mal sehen, ob sich die Auffahrt gelohnt hat. Yeah, wie du siehst, alle hatten ihren Spaß, das war cool und war auch schon etwas anspruchsvoller. Es folgt ein Ruhetag und wenn wir schon so weit unten sind, zeigen wir unseren Kindern natürlich auch Rom. Denn für nicht mal 15 € und etwa 2 Stunden von Grosseto entfernt ist die italienische Hauptstadt perfekt für einen Tagesausflug. Am Ende haben wir ein paar Eindrücke aus diesem Tag mitgebracht. Bleib also dran. Ein echter Ruhetag war das aber nicht. Wir sind über 20 Kilometer gelaufen. Tipp: Vor 3 Jahren sind wir übrigens mit unseren Trek 920 Gravelbikes von Berchtesgaden bis nach Rom geradelt. Die Videos dazu verlinke ich dir in der Beschreibung.
Die Aufzeichnungen hier stimmen leider nicht so ganz. Da fehlt die Abfahrt, da ich über den Rom-Trip versäumt hatte, meinen Garmin aufzuladen. Auf jeden Fall starten wir wie bei der letzten Tour durch Castiglione und auch die Auffahrt nehmen wir so wieder mit. Nur, dass wir dann abbiegen und noch eine Etage höher aufsteigen. Denn wir wollen heute zum Aussichtsturm, der auch vom Tal aus zu sehen ist und Ausgangspunkt verschiedener Trails ist. Doch vor dem Vergnügen kommt erstmal die Arbeit. Denn hier müssen wir erst einmal rauf. Das erinnert mich stark an unsere erste Tour hier. Aber zum Glück sind wir nach dem Halbmarathon in Rom gestern gut trainiert. Und heute ist es so richtig warm. Dabei ist es erst Anfang April. Im August mag ich hier nicht unbedingt rauflaufen. Doch die Anstrengung lohnt. Wart's ab. Da ist selbst das Shooting mit der Drohne eine willkommene Pause vom Aufstieg. Auch wenn der Kopter mal hier gerade nicht so will wie ich. Zur Freude meines Sohns. Am Brustgurt trage ich die Insta360 X3. Eine 360° Actioncam. Über die Reframe-Funktion kann ich mir dann aus dem aufgenommenen Rundumbild den Ausschnitt aussuchen, der mir für die Szene zusagt. Den Link dazu und mehr Infos findest du in der Beschreibung dieses Videos. Super. Ja, der Aufstieg hat sich in meinen Augen gelohnt. Denn das war heute mein persönlich liebster Biketag in diesem Urlaub. Apropos persönlich. In meiner persönlichen Wahrnehmung der Mountainbike-Spots steht der Gardasee und vor allem Finale Ligure noch vor der Maremma. Besonders zu Ostern fühlte es sich fast so an, als wären wir hier alleine unterwegs. Die Entfernung mag ein Grund dafür sein. Vom Raum München aus sind wir in etwa 350 Kilometer am Gardasee. Doppelt so weit noch nach Finale, ca. 720 Kilometer und noch einmal 100 Kilometer weiter bis in die Maremma. Wir haben hier im April verlassene Trails vorgefunden und alles war irgendwie noch im Winterschlaf. Ich war im Sommer aber noch nicht hier. Es gibt Bikeshops und wahrscheinlich auch Shuttles. Selbst auf unserem Campingplatz gibt es geführte Touren. Wenn du also nach einer Abwechslung suchst, könnte die Maremma was für dich sein.
natürlich kann man hier in der Toskana noch viel mehr als nur biken. Auch wir haben nicht nur auf dem Bike gesessen. Man kann hier Tennis spielen, Pumptrack fahren, sein Rad durch die Wohnung schieben, am Bike posten mit Bike, Prosecco trinken, am Bike. Okay, haben wir nur am Bike? Nein, wir waren nicht nur am Bike. Wir haben viele andere Sachen gemacht. Hier noch kurz eine Fotoshow dazu. Merci fürs Zuschauen bis hierhin. Wenn du es bis dahin geschafft hast, konnten wir fast 18 Minuten lang deine Aufmerksamkeit binden. Das ist großartig. Wir würden uns freuen, wenn du unseren Kanal ein Abo und auch ein Like für dieses Video hinterlassen würdest. Oh, Trackpower. Schau auch gerne in unserem Kanal vorbei. Dort findest du etwa 250 weitere Videos, die dich interessieren können. Und ständig kommen neue hinzu. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße und ciao, ciao.